Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr selber Dinkelseitan herstellen könnt. Und heute zeige ich euch, wie ihr diesen weiterverarbeiten könnt. Und zwar mache ich ein leckeres Spaghetti-Gericht mit richtig viel Gemüse und einer cremigen Lavendelsauce. Also legen wir gleich los. Hier habe ich schon mal Schalotten klein gewürfelt. Die gebe ich auf ein Backblech zusammen mit Knollensellerie. Das kommt dann in den Ofen und wird gebacken, sodass es auch richtig schön saftig wird. Das Ganze kommt dann später in die Soße. Und jetzt kommt das für 20 Minuten in den Ofen. Das hier ist der selbstgemachte Dinkelseitan. Den könnt ihr, wie gesagt, im letzten Video schauen, wie ich den hergestellt habe. Und den schneide ich jetzt in so Streifen. Das gibt sowas so in der Form von geschnetzelten. Wird das jetzt geschnitten. Ja, vielleicht schneide ich das einmal so noch durch, damit ich ein bisschen kleinere Stücke erhalte. Also mit dem letzten Rezept solltet ihr ungefähr, das waren 400 Gramm Mehl und es sollten ungefähr 220 bis 250 Gramm Seitan ergeben. Wenn ihr die Zeit nicht habt, um selber Seitan herzustellen, könnt ihr natürlich auch schon fertigen Seitan kaufen oder Seitan aus dem Basispulver herstellen. Das Besondere hier ist halt, dass er eben aus Dinkel ist, aus Dinkelmehl und auch einen Teil Vollkorn-Dinkelmehl hat. Also damit auch mehr Nahrungsfasern. Dann habe ich hier Stangensellerie. Der ist übrigens aus unserem Zentrum der Gesundheitsgarten. Den haben wir selber angepflanzt. Und wie ihr seht, sind die Stiele hier ziemlich dünn. Deswegen müsst ihr bei so dünnen Stielen den Stangensellerie nicht schälen. Also wenn die ein bisschen größer sind, dann schälen oder die Fäden ziehen und dann so weiter verarbeiten. Das Grüne löse ich hier weg und verwende ich zum Beispiel für Suppen oder auch ein bisschen, man kann auch ein bisschen von den grünen Blättern mit in Smoothies machen, aber nicht zu viel, weil es wirklich ein sehr intensiver, bitterer Geschmack ist. Genau. Ach, und für Gemüsebrühe eignet sich das Grüne vom Stangensellerie auch sehr gut. Hier ist wichtig, dass ihr hitzebeständiges Olivenöl verwendet und nicht kaltgepresstes, weil es ja erhitzt wird, ziemlich heiß. Dann kommen die Pilze dazu, sobald es heiß ist. In diesem Gericht haben wir die Champignons, aber auch das Pilzpulver, zu dem ich später dann noch was sage. Dann lösche ich mit Balsamico-Essig ab. Es gibt dem Ganzen noch ein intensives Aroma. Und nach dem Ablöschen kommen die Pilze direkt auf einen Teller. Hier ist nochmal hitzebeständiges Olivenöl. Dann kommt der Seitan in die Pfanne, wird auch angebraten. Stangensellerie. Das Ganze auch nochmal 5 Minuten anbraten, damit der Seitan und das Gemüse auch die schönen Röstaromen bekommen. Wie ihr seht, bekommt der Seitan vom Braten so diese leckere braune Farbe. Ich probiere jetzt mal. Wow. Sehr gut. Und man merkt auch, dass ich habe ja den Seitan selber gemacht und da habe ich, als ich ihn gekocht habe, in richtig viel Gemüsebrühe, Zwiebelpulver habe ich dazu gegeben, Knoblauchpulver und auch Tamari. Und ich merke, dass der Seitan hat diese Geschmäcker schon aufgenommen. Also es lohnt sich wirklich,
wenn man den Seitan selber macht, das Kochwasser ordentlich zu würzen, damit der schon diesen Eigengeschmack hat. Jetzt kommt noch die Margarine dazu. 1 Minute brate ich die jetzt noch mit. So, das kommt jetzt auch zur Seite. Und dann geht es auch schon weiter mit der Soße. Hier nochmal etwas Olivenöl, hitzebeständiges Olivenöl. Dann habe ich hier Pilzpulver. Das sind fein gemahlene, getrocknete Pilze, also zum Beispiel Shiitake, Steinpilze, Champignons. Das könnt ihr selber herstellen, indem ihr, wie gesagt, die getrockneten Pilze selber mahlt, in einem Cutter zum Beispiel. Genau. Und jetzt röste ich dieses Pilzpulver. So entfalten sich nochmal die Röstaromen und der Geschmack wird noch intensiver, weil ich das nochmal kurz anröste. Und dann lösche ich mit der Gemüsebrühe ab. Und der Hälfte der Sojasahne. Schalotten und der Knollensellerie hat jetzt gebacken und das gebe ich jetzt mit in die Soße. Dann habe ich hier getrockneten Lavendel. Davon gebe ich jetzt auch die Blüten, die zupfe ich so ab und die kommen jetzt auch mit in die Soße. Das ist eine wirklich ganz besondere Soße. Probiert das mal aus. Mit Lavendel zu kochen ist wirklich einfach besonderes Highlight. Und wenn euch aber Lavendel nicht schmeckt oder ihr es aus irgendeinem Grund nicht, irgendwie nicht erhältlich ist, dann könnt ihr auch Thymian verwenden an dieser Stelle. Die Soße lasse ich jetzt einmal aufköcheln und danach reduziere ich die Hitze wieder und lasse das Ganze einreduzieren, während etwa 10 Minuten. Und in der Zwischenzeit koche ich schon mal die Spaghetti. So, die Soße hat jetzt genug lange einreduziert und jetzt gebe ich die Soße durch ein sehr feinmaschiges Sieb, sodass, weil wir die Stücke nicht weiter verwenden wollen, aber die Aromen, die sind jetzt eigentlich alle in der Flüssigkeit, die hier unten rauskommt. So, dann wische ich das kurz aus, damit alle Stücke weg sind. Zurück in die Pfanne damit. Ich rieche schon das sehr starke Pilzaroma vom Pilzpulver. Dann koche ich das nochmal auf mit der restlichen Sojasahne. So, wenn das Ganze nochmal aufgekocht hat, reduziere ich die Hitze. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz dazu und auch noch Pfeffer. Und jetzt alle restlichen Zutaten. Der Seitan mit dem Sellerie, dem Stangensellerie, den Pilzen, die sind hier noch drunter. Dann habe ich hier noch veganen Cashewkäse, der kommt auch mit dazu. Dieser vegane Käse, das ist so eine Art Ricotta, also von der Konsistenz und vom Geschmack her dem Ricotta sehr ähnlich. Und jetzt kommen noch die Spaghetti dazu. Ich verwende hier Vollkornspaghetti, die habe ich schon vorgekocht. So, und dann alles verrühren. Und dann ist es auch schon fertig. Und ich glaube, ich probiere jetzt auch gleich. Und die Soße, ich bin gespannt auf den Lavendel. Richtig gut. Ich liebe diesen feinen Lavendelgeschmack, der so durchkommt.
in der cremigen Soße und auch der Biss vom Seitan ist einfach fantastisch. Ja, selbstgemachter Seitan ist echt empfehlenswert. Das Rezept für den Seitan findet ihr, wie gesagt, unten in der Infobox und auch das Rezept für die Soße. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!